Jemand möchte dich in ein Team in Microsoft Teams einladen, damit ihr gemeinsam Dokumente verwalten und bearbeiten könnt und euch im Chat darüber austauschen könnt. Dafür ist zwar ein Microsoft-Konto notwendig, aber ein kostenloses reicht aus. Hier seht ihr, wie ihr dabei am besten vorgeht. Hallo und herzlich willkommen zu den Tipps und Tricks rund um die optimale Nutzung digitaler Technik. Mein Name ist Arno Burger und in diesem Video zeige ich euch, wie ihr ein kostenloses Microsoft-Konto anlegt, um dann damit in der Teams-Umgebung von jemand anders gemeinsam in Teams mitzuarbeiten. Darüber hinaus zeige ich euch, wie ihr Teams im Web aufruft und wie ihr die Desktop-App von Teams installiert. Und in einem weiteren Video wird es dann darum gehen, wie ihr die Einladung in ein Team annehmt und dann gemeinsam in diesem Team mitarbeitet. Um das kostenlose Microsoft-Konto anzulegen, rufst du deinen Browser auf und gibst in den Browser ein office.com. Dann erscheint diese Seite und du solltest hier sehen, registrieren Sie sich für die kostenlose Version von Office. Wenn das nicht der Fall ist, dann liegt das an Cookies, die in deinem Browser hinterlegt sind zu Microsoft. Du kannst dann über ein privates Fenster, hier in Edge wäre das über die 3 Punkte und neues privates Fenster, in anderen Browsern heißt es Inkognito-Fenster gehen, oder über die Einstellungen die Cookies löschen an diesem Browser, oder du verwendest gleich einen anderen Browser und in allen 3 Fällen sollte dann hier der Link zum Registrieren Sie sich für die kostenlose Version von Office erscheinen. Da klicke ich jetzt drauf. Man kann jetzt auf 2 Arten ein kostenloses Konto erstellen. Man kann eine bestehende eigene E-Mail-Adresse nehmen oder eine E-Mail-Adresse von Microsoft. Und da ist meine Empfehlung, nehmt für die Teams-Nutzung auf jeden Fall eine Adresse von Microsoft. Da wird es einige Dinge geben, die dann im Nachgang deutlich leichter sind. Deshalb klicke ich jetzt hier auf Neue E-Mail-Adresse anfordern und dann gebe ich eine E-Mail-Adresse ein. Und diese E-Mail-Adresse darf die Endungen outlook.de, outlook.com und hotmail.com haben. Unter Umständen müsst ihr ein bisschen rumprobieren, bis die funktioniert. Ich gehe jetzt mal hier auf Weiter und in meinem Fall klappt das. Ich muss jetzt noch ein Kennwort eingeben. Ich könnte mir das Kennwort auch anzeigen. Produkttipps möchte ich nicht. Dann gehe ich auf Weiter. Ich speichere Kennwörter nicht, deshalb klicke ich hier auf Nie. Deutschland sollte voreingestellt sein, dann gibst du das entsprechende Geburtsdatum ein und klickst dann auf Weiter. Jetzt musst du noch zeigen, dass du kein Roboter bist. Über Weiter wähle ich jetzt die Schnecke in diesem Fall aus und das war es auch schon. Gebe noch meinen Vornamen und meinen Nachnamen ein. Und ich wähle jetzt hier angemeldet bleiben, dann muss ich mein Passwort nicht so oft eingeben. Damit ist das kostenlose Microsoft-Konto angelegt. Du siehst, es gibt jetzt hier eine ganze Menge Werbung. Wenn dich mehr interessiert über so ein kostenloses Microsoft-Konto, dazu habe ich schon mal ein Video gemacht. Das habe ich in der Infokarte verlinkt. Ich klicke jetzt hier mal die ganze Werbung und so weg. Und habe jetzt meine Microsoft 365 Office-Umgebung vor mir und finde jetzt hier in der Programmleiste, in der App-Leiste auf der linken Seite das Programm Teams. Und wenn ich das zum ersten Mal aufrufe, dann werden ein paar Dinge eingerichtet. Unter anderem braucht Microsoft dafür jetzt meine Telefonnummer. Ich gebe meine Telefonnummer ein, an die dann eine SMS geschickt wird. Und klicke auf Weiter. Ich bekomme dann einen Code zugeschickt. Diesen Code gebe ich ein und bestätige mit Weiter. Wenn du so wie ich diese Telefonnummer schon mal verwendet hast, dann kannst du jetzt die Nummer ändern oder du klickst einfach auf Weiter, gibst unter Umständen deine Telefonnummer nochmal ein. Klickst auf Weiter, kriegst einen neuen Code und wenn du dann auf Weiter klickst und nochmal auf Weiter, dann hat auch die Anmeldung bei Teams geklappt. Du kannst also auch eine
Telefonnummer mehrfach zur Aktivierung von Teams in einem kostenlosen Microsoft-Konto verwenden. Dann bestätigst du nochmal deinen Vor- oder Nachnamen oder änderst die auch, wenn das notwendig wäre. Und wenn du dann auf Weiter klickst, dann bist du in der Webanwendung von Teams. Du siehst dann rechts oben im Eck das sogenannte Profilmenü mit deinem Profilbild und hier hast du die Möglichkeit, nochmal die Adresse nachzuschauen und auch dein Konto zu verwalten und ähnliche Dinge zu tun. Nun möchte ich noch die Desktop-App installieren von Teams, damit ich auf die vollen Funktionen Zugriff habe und damit auch die Software stabiler läuft. Dazu hast du hier ganz links unten im Eck ein Symbol Desktop-App herunterladen. Das sieht man übrigens nur, wenn die Desktop-App an dem Rechner noch nicht installiert ist. Dann wird die Software heruntergeladen. Je nachdem, wie schnell dein Internet ist, geht das ein bisschen schneller oder langsamer. Und wenn die Software dann runtergeladen ist, dann kannst du sie über Datei öffnen, installieren. Es dauert ganz ein bisschen, bis die Software dann installiert ist. Und wenn Teams dann installiert ist, dann hast du hier diese ersten Schritte, die kannst du dir angucken. Ich überspringe die jetzt. Und dann hast du im Hintergrund, das siehst du im Moment unter Umständen nicht, auf dem Desktop die Teams-App, die du dann von hier starten kannst und musst dich dann nochmal anmelden. Und dabei auch das Passwort nochmal eingeben. Und wenn du dann auf Weiter klickst, dann wird die Teams Desktop App gestartet. Und die sieht sehr ähnlich aus wie die Teams Web App inzwischen. Ich schalte da mal zwischen hin und her. Du siehst hauptsächlich, der Unterschied ist, dass hier oben noch die Browser-Symbole und die Register und so weiter sind. Der Rest sieht Gott sei Dank inzwischen sehr ähnlich aus. Und auch hier hast du dann wieder das Profilmenü mit deiner E-Mail-Adresse, kannst hier das Konto verwalten und kannst dich hier auch abmelden. Wenn du dich für die Hintergründe von Teams interessierst, dann schau dir mal das Grundlagenvideo an, das ich dazu gemacht habe. Das verlinke ich auch in der Infokarte. Und für die von euch, die mit Windows arbeiten, gibt es die Möglichkeit, Teams auch ein bisschen einfacher noch über die Office-App zu starten. Da kann man dann auch andere Programme wie Word und Excel im Web schneller starten. Das könnt ihr euch auch mal anschauen. Das habe ich in dem Video zur kostenlosen Microsoft-Kontoanlage auch schon gezeigt und habe ich euch in der Infokarte verlinkt. Ja, wenn du noch Fragen hast oder auch Anmerkungen, dann schreibt die doch unten in die Kommentare. Ich freue mich immer von euch zu hören und beantworte das auch gerne. Und wenn dir das Video gefallen hat und weiterhilft, dann hinterlass mir gerne noch einen Daumen hoch oder abonniere auch den Kanal. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen, viel Spaß beim Ausprobieren und bis zum nächsten Video. Ciao, euer Arno.